Hey, schön, dass du da bist und natürlich auch, dass du nähen lernen möchtest, denn sonst würdest du dir dieses Video wahrscheinlich gar nicht angucken. Mein Name ist Christina, ich bin die Gründerin von Bara Studio und in diesem heutigen Video möchte ich dir zeigen, welches Zubehör du zum Nähen brauchst. Denn nach meiner Erfahrung, als ich angefangen habe zu nähen, war ich völlig überfordert, als ich im Stoffladen stand und vor dieser riesigen Wand mit Zubehör stand und mir dachte, okay, was brauche ich denn da jetzt wirklich von und muss ich wirklich so viel Geld dafür ausgeben, um das alles zu kaufen, um nähen zu können? Die Antwort nehme ich dir schon mal vorweg. Nein, das brauchst du alles nicht. Du brauchst wirklich nur ganz wenige, auch relativ günstige Artikel, um mit dem Nähen zu starten. Und das zeige ich dir im jetzigen Video und dann können wir loslegen. So, fangen wir mit dem wichtigsten an, die Nähmaschinennadeln. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man nähen möchte, aber die Nähmaschinennadel ist natürlich essentiell wichtig, um einen guten Stich bilden zu können. Das heißt wiederum, achtet darauf, dass ihr Qualität kauft. Das ist vielleicht mal 1 Euro teurer, aber so teuer sind Nähmaschinennadeln auch nicht. Deswegen kann sich das durchaus jeder leisten, auch qualitativ hochwertige Nähmaschinennadeln zu kaufen, im Gegensatz zu welchen, die vielleicht vom Discounter sind oder von irgendwelchen Stoffmärkten, wo keine Marke genannt wird, die in der Regel auch einfach schlechter sind. Ich habe zum Beispiel welche von Organ Needles, die benutze ich ganz gerne, einfach auch aufgrund der Pappverpackung, weil ich das ein bisschen nachhaltiger finde, aber auch Nähmaschinennadeln zum Beispiel von Schmetz oder Gritzner sind wirklich gut und die könnt ihr auf jeden Fall verwenden, denn qualitativ minderwertige Nähmaschinennadeln, die sind manchmal nicht ganz so glatt, sag ich mal. Ich habe mal Mikroskopaufnahmen gesehen von einer hochwertigen Nähmaschinennadel und einer günstigen. Da hat man dann gesehen, dass die Öse der Nähmaschinennadeln sehr rau war, sehr spitz und da kann sich natürlich auch jeder gut vorstellen, dass dann der Faden schneller reißt, weil er durch die Öse geführt wird und da sich aufscheuert. Das sieht man mit dem bloßen Auge oft nicht, deswegen war das eine Mikroskopaufnahme, wo man das sehr gut gesehen hat und es hat mich nachhaltig geprägt, zu sagen, okay, ich werde niemals No-Name-Nähmaschinennadel mehr verwenden, weil es sich einfach nicht rentiert. Im Endeffekt reißt dir öfter der Faden oder du bekommst keinen sauberen Stich oder. Deswegen achtet drauf, dass ihr hochwertige Nähmaschinennadeln benutzt. Das Allerwichtigste, die Stoffschere. Ihr braucht natürlich eine Stoffschere, um Stoff zu schneiden, denn mit einer normalen Schere geht das Ganze nicht. Und da ist auch sehr wichtig, dass ihr euch vielleicht die Stoffschere markiert, wenn sie zum Beispiel aussieht wie die. Auf den ersten Blick könnte man auch sagen, das ist eine normale Haushaltsschere, aber das ist sie definitiv nicht. Sie darf nur zum Schneiden von Stoff verwendet werden. Denn wenn man mit einer Stoffschere Papier schneidet, wird sie ganz schnell stumpf. Und das wäre natürlich ärgerlich, denn ich sag mal so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man schlechtes Werkzeug, schlechte Materialien hat, mit denen man nicht ordentlich arbeiten kann. Deswegen ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr mit der Stoffschere immer nur Stoff schneidet und kein Papier. Dann brauchen wir noch Stecknadeln. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen, außer achtet darauf, dass sie spitz sind. Denn gerade auch die günstigeren, man merkt einfach, wenn man durch den Stoff sticht, dass es nicht ganz glatt ist. Wenn ihr merkt, die sind so ein bisschen rau, man kann die auch mal nehmen und mal so drüber streichen, merkt man einfach, sind die glatt oder sind sie es nicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, klar. Aber sonst gibt es zu Stecknadeln nicht viel zu sagen. Es gibt verschiedene Dicken, es gibt feinere für Seidenstoffe, es gibt ein bisschen dickere, sage ich mal, für normale Stoffe. Diese Stecknadeln zum Beispiel, die haben Glasköpfe. Es gibt aber auch welche, die nur aus Metall bestehen. Ich nehme immer gerne die Glasköpfe, weil man die besser auf dem Boden sieht, wenn die mal runterfallen. Ich hatte schon mal eine Stecknadel im Fuß stecken. Das war nicht so toll. So, dann haben wir noch das Maßband. Ein paar Verwendungshinweise würde ich jetzt mal sagen, würde ich euch gerne mitgeben. Behandelt euer Maßband immer auch wie ein rohes Ei, sage ich mal. Denn ein Maßband sollte euch ja die richtige Strecke anzeigen. Das heißt, ein Maßband ist nicht dafür da, um da lustige Figürchen rauszuknoten oder euch das um den Hals zu legen und da dran zu ziehen. Oder was man auch immer gerne macht, ist das Maßband so klein wie möglich zusammenzurollen. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht, so ganz klein zusammenrollen. Lasst das bitte sein, denn ein Maßband soll euch ja die richtigen Maße anzeigen. Und wenn ihr daran zieht oder das dehnt oder es irgendwie verformt, kann es durchaus sein, dass das Maßband dann nicht mehr die richtige Länge anzeigt, sondern vielleicht sich auslenkt. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr da ein bisschen vorsichtig mit umgeht. Ihr könnt das natürlich gerne immer hier so um den Hals hängen, das mache ich auch, wenn ich damit arbeite, aber nicht dran ziehen oder knoten oder sonst was, das sollte man besser lassen.
Dazu auch noch ganz wichtig zu sagen, dass Maßbänder sich natürlich mit der Zeit mal vielleicht ein bisschen ausdehnen oder ja, wenn es wärmer ist. Das kann alles mal sein. Deswegen sollte man das Maßband auch immer mal regelmäßig austauschen und mal ein neues kaufen, damit man dann auch wieder sicher sein kann, dass es auch der 1 Zentimeter ist, der da angezeigt wird. Ich mache das immer so jedes Jahr, jede 2 Jahre mal ein neues Maßband, je nachdem, wie intensiv man damit gearbeitet hat, damit man auch wieder das richtige Maß hat. So, dann hatten wir jetzt hier noch diese Stifte. Da fragt ihr euch vielleicht, was soll ich mit einem Filzstift beim Nähen? Aber dieser Filzstift ist eigentlich kein richtiger Filzstift. Er sieht zwar so aus und er malt auch so, aber er ist ein Stift, der mit Wasser verschwindet. Das ist ganz praktisch, denn wir machen ja immer mal Markierungen auf dem Stoff und wenn man dann diesen Stift benutzt und man wäscht das Teil das erste Mal, dann sind all diese Markierungen verschwunden. Für alle dunklen Stoffe benutze ich dann gerne einen Kreidestift, denn da bringt der Filzstift nichts. Auf dunklen Stoffen sieht man dann die Striche von einem blauen Marker nicht mehr, deswegen nehme ich da gerne einen weißen Kreidestift. Da müsst ihr ein bisschen schauen, der ist von der Handhabung nicht so einfach wie ein Filzstift. Bei einem Filzstift zieht man ja einfach eine Linie und hat einen Strich. Beim Kreidestift muss man, sage ich mal, da ein bisschen vorsichtiger mitarbeiten. Ein kleiner Trick, damit die besser schreiben, diese Stifte, ihn anzufeuchten. Ich mache das manchmal einfach ganz plump mit der Zunge, drücke mir das einmal auf die Zunge und dann male ich damit die Markierung nach. Oder was man auch machen kann, man nimmt sich ein Taschentuch oder ähnliches, macht das Ganze nass und legt es auf einen Unterteller oder sowas und drückt dann immer den Stift da rein, damit er ein bisschen angefeuchtet ist und dann malen die deutlich besser. Das ist so als kleiner Trick. Ich habe noch keine Alternative gefunden, wie man auf dunklen oder schwarzen Stoffen sonst Markierungen setzen kann. Deswegen ist das, sage ich mal, so ein Kompromiss. Da bin ich auch nicht 100% mit zufrieden, aber es gibt da momentan keine andere Lösung für. Kommen wir zum letzten Punkt, Auftrenner. Du wirst wahrscheinlich nicht drum rumkommen, die ein oder andere Naht mal aufzutrennen und dafür gibt es spezielle Auftrenner. Ich habe dir jetzt hier mal 2 mitgebracht und erkläre dir so ein bisschen die Vor- und Nachteile von diesen Auftrennern. Es gibt auch noch 10.000 verschiedene, aber ich sag mal so, runtergebrochen sind es die 2 Varianten, die es gibt. Die erste Variante ist diese, das ist so der klassische Auftrenner, den es auch oft zu Nähmaschinen dazu gibt. Dieser Auftrenner hat an der einen Seite eine Spitze und an der anderen Seite eine rote Kugel, mit der der Stoff geschützt wird. Und das Messer liegt quasi hier unten drin. Das heißt, wenn ich in eine Naht reingehe, schneidet das erst hier unten. Die Spitze hier vorne ist dafür da, dass man halt an die Naht rankommt. Vorteil ist natürlich, es ist relativ klein und einfach zu handhaben. Nachteile meiner Meinung nach, man kann sehr schnell sich damit in den Stoff schneiden, denn man ist geneigt, so in die Naht rein zu pieksen und erwischt dabei eventuell den Stoff. Und wenn man dann das durchzieht zum Messer hin, hat man sehr schnell Löcher im Stoff. Vielleicht bin ich dafür auch einfach nur ein bisschen zu ungeduldig oder ungeschickt. Ich habe mir da öfter schon mal den Stoff mit kaputt gemacht. Deswegen benutze ich die nicht so gerne. Allerdings wollte ich es gerne vorstellen, denn an den meisten Nähmaschinen sind diese Auftrenner mit dabei. Und ich denke, das kannst du einfach da mal ausprobieren, ob dir dieser Auftrenner liegt oder nicht. Die andere Variante ist so ein Knipser. Der ist immer offen, also es ist wie eine kleine Schere, die immer offen ist und wenn man schneiden will, drückt man sie zu und sie geht von alleine auch wieder auf. Er ist vorne relativ spitz und dann kommt man gut unter die Naht und schneidet dann bewusst, wenn man schneiden möchte. Auf diesem Auftrenner bin ich gekommen, als ich in den Produktionsstätten unterwegs war, denn eigentlich egal, wo ich war, dieser Auftrenner war immer an jeder Nähmaschine vorhanden, einfach aus dem Grund, dass es so schnell und einfach zu verwenden ist. Dann haben wir noch 2 Teile, das ist zum einen das Garn und einmal die Spulenkapsel. Zum Garn 2 Sätze, benutzt wirklich qualitativ hochwertiges Garn. Der Unterschied zwischen billigem und hochwertigem Garn ist, dass das günstigere Garn, sage ich mal übertrieben gesagt, solche Wellen im Garn hat, also sehr ungleichmäßig ist und dadurch hat die Nähmaschine große Probleme, die Spannung richtig zu halten. Was immens wichtig ist, wenn man einen ordentlichen Stich bilden will, dass die Spannung immer gleichmäßig ist. Wenn man ein hochwertiges Garn hat, ist das Garn gleichmäßiger, dadurch kann die Spannung besser gehalten werden und gleichmäßiger gehalten werden und dann bekommt man auch einen viel schöneren Stich. Was heißt Qualitätsgarn? Naja, am besten Garn, wo auch eine Marke draufsteht. Lass die Finger von Sets von den Discountern, wie ich eben schon gesagt hatte, die sind einfach nichts. Es gibt ja öfter mal beim Discounter so Sets mit Spulen und Garn und alles schon fertig.
Da habe ich wirklich gar keine guten Erfahrungen gemacht. Das ist sehr, sehr günstige Ware, die eigentlich nur Probleme verursacht, denn durch dieses unregelmäßige Garn reißt es auch schneller, weil natürlich die Stellen, wo es dünner ist, deutlich empfindlicher sind und es kann dann sein, dass das Garn viel schneller reißt. Dann zum Thema Spulenkapsel. Es gibt 2 verschiedene Varianten. Es gibt einmal Plastik, wie für meine Nähmaschine, oder es gibt auch Metall. Verwendet am besten die vom Hersteller kommen. Schaut aber auch immer genau in die Bedienungsanleitung oder fragt den Hersteller, welche Spulenkapsel ihr genau braucht. Denn auch da gibt es manchmal minimale Höhenunterschiede, minimale Durchmesserunterschiede, dass es dann nicht genau passen kann. Also es kann durchaus sein, dass ihr eine Metallspulenkapsel braucht und ihr kauft welche, die dann aber da gar nicht reinpassen. Also da gibt es kleine, feine Unterschiede, die man am besten vorher sich genau anschaut. Oder ihr nehmt am besten eine Spulenkapsel mit, die von euch ist und geht in den Stoffladen und fragt, welche ihr nachkaufen könnt. Denn so ein paar Spulenkapsel auf Lager zu haben, ist immer ganz praktisch. Ich habe mindestens 20, 30, wo ich mein Garn drauf gespult habe, weil ich will ja jetzt nicht jedes Mal neu das Garn da runterholen und neu aufspulen, wenn ich ein neues Nähprojekt anfange. Deswegen ist es schon mal ganz praktisch. Ja, und als letztes, das Wichtigste überhaupt, ihr braucht natürlich eine Nähmaschine. Das kann ich euch leider nicht abnehmen, dass ihr euch irgendwoher eine Nähmaschine besorgt. Ich glaube aber, dass es viele Haushalte gibt, in denen Nähmaschinen rumstehen, die sich freuen würden, dass sie mal verwendet werden. Also egal, ob es die Oma, die Tante, die Mama, vielleicht die Nachbarin oder irgendjemand ist, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mal nähen lernen und würdet es gerne mal ausprobieren, gibt es sicherlich irgendwo Leute, die euch eine Nähmaschine ausleihen könnten. Und es gibt auch, sage ich mal, für 100, 150 Euro gibt es schon sehr gute Einsteiger-Nähmaschinen, die ihr kaufen könnt und die wirklich super sind zum Einstieg. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist einfach zum Fachhändler zu gehen. Das macht man heutzutage gar nicht mehr so, weil man alles im Internet bestellt. Aber wenn ihr sagt, ihr würdet euch wirklich gerne eine Nähmaschine kaufen, geht mal zu einem Nähmaschinenhändler und lasst euch da was zeigen. Die haben auch immer Einsteigermodelle, die nicht so teuer sind. Und dann könnt ihr euch auch immer an verschiedene Nähmaschinen ransetzen und einfach mal testen, was euch liegt und wo die Unterschiede sind. So, und das ist auch schon alles, was wir brauchen. Wenn ich mir das so angucke, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile, die ich jetzt hier liegen habe. Ich habe die doppelten mal zur Seite gelegt. Dann sind es 9 Teile, die meiner Meinung nach wichtig sind, um dein erstes Kleidungsstück zu nähen. Wenn ihr gar nichts davon zu Hause habt, ich habe in meinem Online-Shop auch ein Starter-Set, in dem viele Teile enthalten sind, damit ihr sofort loslegen könnt, wenn ihr euer erstes Kleidungsstück nähen wollt. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man die Nähmaschine einrichtet. Das heißt, was mache ich eigentlich hier mit dem Garn und mit dieser Unterfadenspule und wie kommt dann nachher ein Stich raus. Das zeige ich euch dann alles im zweiten Teil vom Grundlagenkurs Nähen.